Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Fifa The Journey Let's Play, wie auch immer wir es nennen mögen. Keine Ahnung. Ich habe in der letzten Folge die ganzen Übungen gemacht, die Skill Games, habe das letzte Spiel gemacht, da habe ich nochmal ein Tor geschossen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, zum Ende des Trainings auf Platz 1 zu stehen. Und wie es da weitergeht, gucken wir uns jetzt mal an. Wähle deinen Spielstil. Übernimm das gesamte Team oder steuere nur Alex Hunter, um die Story noch intensiver zu erleben. Du kannst dies vor jeder Partie in der Mannschaftskabine erneut anpassen. So, da ist es. Ich will nur den Hunter spielen. Well done, lads. Lots of hard work on display out there. Hard work in training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Some of you even look like you can play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. I guess, take this. Do it. Hey. Oh, do you want a... You got a right gob on you, you know that? Nice one. Never heard so much rubbish in all my life. Oh, what can I say? I strive for excellence in everything I do. Yeah, I can see, mate. It's how you perfected being a complete and utter joke. You know what, Hunter? Maybe you're not as boring as I thought you were. Shift starts in half an hour. It won't be long now. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure of the exit trials got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short, it ruined him. Yeah. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You? Right? All right. Yeah. What do you think, Grandad? Great performance today, lads. Top draw. You stood out a mile. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas Day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. Was around back when your dad was still playing. We should call him. Good tune. Ja, bekommen wir da etwa unseren ersten Agenten? Man weiß es nicht. Was ich mich aber gerade frage ist, was soll eigentlich die Musik hier? Die habe ich doch ausgemacht. What the fuck? Die Musik ist aus. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut, ansonsten muss ich gucken. Ich kriege das bestimmt auch dann übers Überschnittprogramm.
geregelt. So, dann würde ich sagen, Sichtungslehrgang exzellent. Ich sage, machen wir einfach mal weiter, wa? Hi. Agent's here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd, working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Sicher doch. Bet you say that to all the players on your books. Well, that, young man, is where you'd be wrong. Mhm. Oh, come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Ich darf nochmal wählen. Okay, Leute. Also, ich habe ganz klar gesagt, dass Liverpool mein Lieblingsverein ist und da natürlich auch in meinem Zimmer hängen ja auch Poster von Liverpool ohne Ende. Aber ich bin der Meinung, dass Liverpool vielleicht nicht die beste Variante wäre. Ich würde natürlich viel verdienen, nichts im Vergleich zu Chelsea oder Chelsea ist, glaube ich, die Mannschaft, die am besten zahlt, nicht wahr? Man City zahlt noch viel, aber da will ich genauso wenig hin. Ja, es ist Chelsea. Ich glaube, ich sollte mich tatsächlich erstmal einem kleineren Verein anschließen und dann sagen, Leute, Winning the championship last season will give Burnley confidence as they look to establish themselves in the Premier League. Sign for the Clarets and you'd stand a great chance of becoming a first-team regular so long as you impress manager Sean Dyche. Could be a great platform to showcase your skills. Wir hören uns mal an, was er uns über Liverpool sagt. Yep, the sleeping giant of English football. But the Reds are still a force to be reckoned with. A couple of seasons ago, they lost their talismans Steven Gerrard and Luis Suarez, so they're looking for a new hero to help them back to their glory years from the 70s and 80s. Back then, they were pretty much unstoppable. Their squad's got a good mix of young players and experience, and their manager, Jurgen Klopp, has a proven track record of turning young players into stars. Word of warning, you might find yourself on the bench as much as on the pitch with all the attacking players they've got, especially now they've signed Sadio Mane and Jorginho Wijnaldum. Ah, ja, der Klopp ist Klopp an sich ist eine Talentschmiede. Ah, und er gibt so gerne, aber die haben Origi davon, die haben Sturridge davon. Soll ich nicht doch erstmal mit was Kleinerem anfangen? Abstieg vermeiden. Plätze 1 bis 6, das klingt doch gut eigentlich. Crystal Palace. Plätze 1 bis 4 ist mir zu heftig. 1 bis 6. Sunderland
Southampton. Southampton ist eigentlich auch eine coole Mannschaft. Ach, Leute. Jetzt zieht sich das hier alles so raus. Stoke City ist auch eine gute Mannschaft. Tottenham ist natürlich grandios, auch mit einem jungen Trainer. Oder die Hammers. Ja. Dann hätten wir schon mal das Thema in Liverpool, in London gespielt hinter uns. Ha. Aitor Karanka. The Potters. Was sagt er uns denn zu denen? Couple of years back, Stoke weren't exactly known for playing attractive football. But their gaffer, Mark Hughes, has changed all that. Teams now full of creative attacking talent like Bowen and Jed and Shaqiri. Squad depth is a problem, though. So you'd have a great chance of breaking into the first team picture at a club that's trying to go places. Wir nehmen Stoke City. Wir nehmen Stoke City, das ist keine zu krasse Mannschaft, aber wir spielen auch nicht die ganze Saison gegen den Abstieg, was mir persönlich auch wichtig ist. Und wie er schon sagte, der Kader ist ziemlich dünn, das heißt also, wir haben Chancen, da Spielzeit zu bekommen. Wir haben ein ordentliches Gehalt, das ist aber nicht ganz so wichtig, finde ich. Wir nehmen Stoke City. Ende aus. Decision made. I'll get the cogs turning my end and get the paperwork ready. You deserve this, Alex. A momentous day, Alex. Time to remind the world what us hunters can do. Yeah. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way. Alex, that's just brilliant. Stoke City. Mit Gareth zusammen. So, was haben wir denn hier? Hallo? Kann man da irgendwie draufklicken? Ah ja. So, was haben wir denn hier? Du bekommst demnächst wohl ein Angebot, Mr. Alex Hunter. Na also, Danny Williams. Ich und Mr. Alex Hunter haben heute beim Sichtungslehrgang gezeigt, was Sache ist. Selbstbewusstsein ist alles. Die Premier League kann kommen. Unglaublich. Ich habe am selben Tag bei Stoke einen Profivertrag unterschrieben wie mein bester Kumpel Mr. Alex Hunter. Wahnsinn. Hashtag Wahnsinn. Mein Sohn bekommt einen Vertrag bei Stoke. Dein Opa und ich sind unfassbar stolz auf dich, Mr. Alex Hunter. Karen Walston von den EA Sport News. Der Youngster Mr. Alex Hunter und Real Gus Walker haben Profiverträge bei Stoke City unterschrieben. Nachschub für die Ersatzbank. Michael Taylor, unser Agent. Nach Verpflichtungen wie Mr. Alex Hunter und Real Gus Walker bin ich überzeugt, dass die Saison für Stoke besser laufen wird. Hashtag, da geht einiges. Ich bin stolz auf dich, Mr. Alex Hunter. Mit dir schafft das Team, was es sich für diese Saison vorgenommen hat. Und Des Kelly schreibt, ich glaube mit Mr. Alex Hunter und Real Gus Walker wird das erneut eine mäßige Saison für Stoke. Hashtag, wo bleiben die Megatransfers? Ja gut. Okay. Dann würde ich sagen, ziehen wir um. Footbelohnung, FIFA Ultimate Team Belohnung freigeschaltet. Ja, okay. Will ich aber gar nicht. So. Und wir haben das erste Training heute mit dem Schwerpunkt Defensive. Gucken wir mal rein. Wait, isn't that? Did he just nod at me? Me more like. Whatever. Unser, Walker. In you go. Gaffer? Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on.
He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. We can do that easy. Right, Gas? No problemo. No sweat. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. And I don't have enough pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want to know the one direction you need to go, and it's that way. To the dressing room. Der ist lustig. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. Ich mag Mr. Butler. Right, as you're all aware, we've got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off, one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? I don't know. Maybe you boys will learn something yourselves. Nice. Sind das auch generierte Spieler? Ich sollte auch lesen, was da steht. Ne? Alex-Attribute entwickeln sich durch deine Spielweise und dein Training und deine Trainingsleistung. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald Alex' Gesamtwertung steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spielereigenschaften freischalten. Ja, Hello, gentlemen. Let's train, yeah? Naja, zumindest bin ich ein Auswechselspieler, ne? Und nicht Reserve. Das ist doch schon mal gut hier. So. Heutige Trainingseinheiten. Verteidigungsgrundlagen und Tempo-Dribbling. Schauen wir mal. Verteidigungsgrundlagen. Führe Zweikämpfe gegen Gegner aus, um in Ballbesitz zu kommen. Erfolgreiche und gut getimte Zweikämpfe werden belohnt. Ja, ist jetzt auch nicht so meins als Stürmer, ne? Aber wir werden mal schauen, dass wir da irgendwie was hinkriegen. Oh! Oh! Bam! Läuft. Nein! Exzellent! Wunderbar! So. Weiche den Hindernissen aus und absolviere den Dribbling-Parcours im Rennen mit dem Gegenspieler. Bonuspunkte gibt es, wenn du am Ende ein Tor erzielst. Okay. Alter! Der nimmt mir den Ball ab. Und jetzt bin ich zu langsam. Nein! Fuck! Ah! Komm schon, und jetzt mach ihn. Nein!
Aber trotzdem exzellent, wunderbar. Huh! Nice one. Ballkontrolle und Dribbling direkt verbessert. Sehr schön. Ja, ich bleibe Auswechselspieler. Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just, remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro here. Ah, laisse tomber. What? And remember, if you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially if you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. So, ich denke, wir haben im ersten Training ganz gut gezeigt, was wir können. Und dementsprechend beenden wir die Folge für heute. Und vielleicht schaffen wir es morgen in der Folge dann auch endlich mal das erste Spiel zu starten. Wir werden sehen, ob wir noch ein bisschen trainieren müssen oder ob wir auch mal ran dürfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten sage ich bis denne.